Wir gucken uns das Video jetzt an von Markant und die größte Anti-Zoo-Demo der Welt. Tieren eine Stimme geben, ganz plakativ, ist unfassbar wichtig irgendwie, dass wir beisammenkommen und gerade den Lebewesen, die nicht für sich sprechen können, irgendwie aus diesem kapitalistischen System raushelfen können. So. Wow, das sind wirklich viele Leute. Krass. Ich bin ja normalerweise eher Leute mit Glatzen und Ja, er hier, er macht Raps. Reißfläche. Leute in Bomberjacke und Reißflagge gewöhnt. Hallo Elonis. So viele Menschen, also ich bin ja normalerweise auf Nazi-Demos unterwegs. Letztes Jahr im Harz spazieren, alles Naturgebiete. Tiere, die da vorher waren und ihren Wald behalten konnten. Feuersalamander gesehen. Da waren auch Luchse und all sowas. War voll schön. Das klingt wirklich schön. Nee, Markant ist über 2 Meter groß, Chat. Ausnahmsweise gibt es mal einen Influencer, der größer ist als ich, ne? Ja, und ich, Aber nicht als Teilnehmer. Doch, nein. Es geht ganz schön ab. Es ist laut hier. Also, ich weiß nicht, ob man es so wahrnimmt, aber es ist wirklich laut. Es ist krass, Mann. Ja, Robert ist jetzt gerade auf die Bühne, jetzt geht's richtig ab. Also übrigens, ne, ich möchte hier auch nicht diskutieren, ob man Robert Mark Lehmann mag oder nicht. Wie seine Einstellung zu vegan ist oder nicht. I don't give a damn. Er macht trotzdem viel Arbeit für Tiere und er ist darin halt nicht in allen Belangen perfekt. Niemand, aber auch wirklich fucking niemand, finde ich, von uns hier hat in irgendeiner Art und Weise das Anrecht, Perfektionismus zu erwarten, weil wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Und wenn er sein Quarkbällchen essen will, dann soll er sein Quarkbällchen essen. Er macht trotzdem verdammt wichtige, aufklärerische Arbeit im Sinne der Tiere. Perfektionismus ist nicht das, was ich von irgendjemandem erwarte. Okay? Das ist Robert Mark Lehmann und das ist die Stadthalle Wuppertal, in der Robert als Tier- und Umweltschützer, Meeresbiologe und Fotograf einen Vortrag vor 1500 hauptsächlich begeisterten Kindern über seine Arbeit halten sollte, die in einem kleinen Teil auch eine kritische Auseinandersetzung mit Zoos umfasst. Gar nicht so begeistert darüber waren hingegen Bruno Hensel, Präsident der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. Naja. Und ein kleinerer YouTuber, die Robert daraufhin bei der Stadthallenverwaltung anschwärzten und behaupteten, er würde unflätig über Zoos berichten. Und genau hier machte dann die Wuppertaler Stadthallenverwaltung einen fatalen Fehler. Anstatt Robert Mark Lehmann wie gebucht seinen Vortrag halten zu lassen, untersagten sie ihm in seinem Vortrag kritisch über Zoos zu sprechen. Und das Ergebnis? Statt einer einfachen Randnotiz zu Zoos vor 1500 Zuhörern demonstrierten zur selben Zeit rund 3000 Menschen in Wuppertal auf der größten Anti-Zoo-Demo Deutschlands. Und zwar erstens gegen das Tierleid in Zoos, gerade zum Beispiel im Wuppertaler Zoo, und zweitens gegen die Zensur gegen Robert Mark Lehmann. Und der Rest ist Geschichte, die ich euch halt jetzt erzählen werde. Viel Spaß. Willkommen aus Wuppertal. Heute mal nicht von einer Nazi-Demo, sondern von Tierschützern und Tierschützerinnen, die sich heute für Tiere einsetzen und gegen das, was mit Robert Mark Lehmann gemacht wurde, von der Stadthalle Wuppertal. Wir versuchen mit Robert Mark Lehmann ins Gespräch zu kommen. Ich bin jemand, ich achte immer enorm drauf, was ich anziehe, je nachdem, wo ich hingehe. Ich habe auch Sachen, wo Fake-Pelz dran ist. Mit einem Fake-Pelz würde ich mich basically trotzdem niemals auf eine vegane Demo stellen, weil du siehst nicht, ob es Fake-Pelz ist. Ich weiß nicht, ob er sich darüber Gedanken gemacht hat. Ich will ihm das auch nicht als böse auslegen. Das ist auch mit großer Wahrscheinlichkeit keine echte Lederjacke, sondern so Fake-Leder, whatsoever. Aber auch sich mit Fake-Leder auf eine Tierrechtsdemo zu stellen, gut, kann man machen. Wäre mir nicht aufgefallen. Seht ihr? So achte ich auf solche Dinge, die man als blöderweise als Influencer-Persona achten muss. Ich habe ja zum Beispiel auch einen langen Mantel aus dem Second-Hand-Shop gekauft, der auch Fake-Pelz ist. Du kannst das ja alles nachgucken so. Vor allem, wenn du es ankokelst mit dem Feuerzeug. Und da haben mir auch schon Leute gesagt, ich darf als Veganer so einen Mantel nicht tragen. Gut, whatsoever. Ja, deswegen, ich würde den dann wahrscheinlich auch niemals auf so eine Demo tragen. Aber, naja. Ich bin Malte Zierden, der ist heute da, mit ganz vielen anderen Menschen, ja, und mit den ganz normalen Aktivisten und Aktivisten. Leokappe, ja, die Leopardenkappe ist aus echtem Leopard-Shit. Den habe ich eigenhändig erlegt, weil ich ein richtiger 4x
Alpha-Löwe bin. Aktivistinnen, die hier heute am Start sind. Viel Spaß, lasst ein Abo da, es lohnt sich. Können wir kurz ein Interview machen? 2 Minuten. Das wäre sau nice. Wir haben eigentlich einen Kanal gegen Rechtsextremismus bei Jugendlichen. Ich weiß, du wirst jeden Tag ausgespielt. Echt? Ja, ja. Geil. Du, Oh. willst du dich einmal kurz vorstellen vielleicht? Ja, ich bin Caro. Ich organisiere eigentlich kleinere Mahnwachen und Demos. Und dass wir jetzt heute hier stehen mit so vielen tausend Leuten, ja, damit hätte ich, glaube ich, auch nicht gerechnet, dass das jemals passiert. Ich habe gehört, das ist die größte Anti-Zoo-Demo Deutschlands oder die bekannt ist, oder? Bekannt ist. Ich kenne Caro zum Beispiel nicht. Ja, also die uns bekannt ist und das ist schon krass. Ich bleib halt immer drauf, weil ich so gespannt bin, was die Leute sagen. Und da oft viel Abfuck passiert, was die halt sagen. Ja. Und deshalb krieg ich jeden Tag ausgespielt. Geil. Und jetzt mal gucken, was die Zoonazis hier so treiben. Sehr geil. Hey, danke dir. Vorhin habe ich dich gesehen, dass dann zur Händeaktion gesagt, fuck, woher kenne ich den? Voll unangenehm, ich kenne den irgendwoher, aber ich dachte, wir kennen uns vielleicht so. Ja. Und dann hat er aber gesagt, nee, du bist der mit den Rechten redet und ich finde das so cool, dann kennst du. Knüpfen wir jetzt an, oder? Als Zoonazi. Als du, ja. Was führt dich denn hier auf diese Demo? Warum hast du dich entschlossen? An dem Witz hat er wahrscheinlich lange gefeilt, der Markant, ne? Mit dem Zoonazi. Den musste er bei jedem bringen. heute den Weg auf dich zu nehmen. Ja, tendenziell erstmal irgendwie Tieren eine Stimme geben, ganz plakativ. Es ist unfassbar wichtig irgendwie, dass wir beisammenkommen und gerade den Lebewesen, die nicht für sich sprechen können, irgendwie aus diesem kapitalistischen System raushelfen können. So. Unhöflich für Markant, der hätte ja wenigstens auf den Boden setzen können, damit die Beine hochgehen. Ja, der ist halt riesig, ne? Da müsste ich auch zum ersten Mal hochgucken. Und ich glaube, es fängt gerade damit an, dass wir es schaffen, über soziale Medien in die Menschen zusammenzusammeln. Und hier ist der Beweis dafür. Und das ist voll schön und da wollte ich dabei sein. Also ursprünglich war der Plan, dass Die Frage ist, das meine ich jetzt aber ernst, weil ich bin ja auch eine große Person. Also ich bin nicht so groß, never so groß wie er, aber finden es kleinere Menschen nicht unglaublich awkward, wenn man sich zu ihnen runterbückt, um mit ihnen zu reden? Ich habe das immer so gemacht, dass ich quasi gerade stehen geblieben bin, weil wenn man sich so runterbeugt, das ist doch irgendwie wirklich awkward, oder nicht? So, das ist ja nochmal wie so ein kleiner Faustschlag ins Gesicht. Guck mal, ich bin so klein, ich muss mich zu dir runterbeugen. Also außer bei Fotos, dann beuge ich mich nicht runter, sondern da gehe ich halt in die Hocke, damit man gleich groß ist. Damit die meisten nicht einfach nur ihr Gesicht neben meinem Busen haben. wir vor dem Zoo stehen heute Vormittag. Das haben wir auch umgesetzt mit, ich glaube, wir waren 30, 40 Leute. Dadurch, dass Robert ja hier seinen Vortrag gehalten hätte in Wuppertal, das ist ja jetzt nicht mehr zustande gekommen. Und dann haben wir uns connected und haben gesagt, dann ziehen wir doch was Großes auf Ja, zusammen. Weil ich das Thema extrem wichtig finde, sich gegen Zoo auszusprechen, aufgrund dessen, dass die Tiere gegen ihren Willen in Gefangenschaft leben, dass wir es argumentieren mit Artenschutz, mit Bildung, was alles widerlegbar ist. Und ich es richtig wichtig finde, dass wir jetzt als Masse endlich mal zeigen. Für die, die keine Ahnung haben, so wenn ein Tier einfach nur auf und ab rennt im Gehege neben dem Zaun, das hat nichts damit zu tun, dass das sagt so, hallo, guck mich an, sondern dass es einfach, die haben so krasse Langeweile und die fühlen sich so gestresst, dass die nichts anderes tun. Wenn mir wer auf einer Demo ein Mikro und Cam ins Gesicht drückt, ist das kein tiefenentspanntes Setting, wo ich dazu ein Gefühl entwickle, wie groß die Person ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen Gewohnheitssache ist. Also wenn du öfter auf Demos bist oder öfter Mikros ins Gesicht gedrückt bekommst, wirst du da wahrscheinlich auch ein bisschen lockerer. Zeigen, dass es auch anders geht und dass wir Zoos nicht wollen. Und ich meine, wer heute nicht gekommen ist, ist selber schuld, weil wir mit, ich würde schätzen, 2.000 bis 3.000 Leute, die sich gegen Zoo aussprechen, und es sollte, glaube ich, klares Zeichen sein, dass da endlich mal was passieren muss. Und das ist nur eine Stadt, man muss mal hoch. Apropos, Entschuldigung, weil ich gerade das Drakon-Emote sehe. Geht's Drakon gut? Sein Haus ist ja hat gestern gebrannt, also in dem er lebt. Der hat euch das bestimmt erzählt, ich habe es nur nicht mitbekommen. Rechnen, wie viele dann davon in Deutschland rumlaufen, die überall gegen Zoos stehen. Was spricht denn gegen Zoos? Also ich glaube, ich weiß die Antwort, aber vielleicht wissen sie ja viele noch nicht und gehen auch regelmäßig in Zoos. Was würdest du sagen, spricht da halt hauptsächlich gegen? Tiere werden eingesperrt, werden zur Schau gestellt für kapitalistische Zwecke. Menschen verdienen daran Geld und es wird immer gecovert mit Artenschutz. Ich sag immer, ich glaube, man muss kein Profi sein, um zu fühlen, sondern man muss einfach ein bisschen Empathie haben. Ne? Was wäre dann deine Traumlösung? Ja? Gibt es dann einfach keine Zoos? Natürlich würde ich jetzt gern philosophisch rangehen und sagen, wie ich es gerne hätte, aber die Realität ist, natürlich können wir nicht von heute auf morgen Zoos abschaffen. Das ist uns allen bewusst, die sich mit dem Thema beschäftigen. Jeder, der Empathie hat, kann sich vorstellen, dass ein Lebewesen, was fühlt, nicht eingesperrt sein möchte. Und das ist, glaube ich, so das Grundlegende, was man dazu
so sagen kann. Und das ist halt eine unfassbar schwache und doofe Ausrede, irgendwie Tiere einzusperren. Genau, also kurz gefasst, Zoos sind kacke und haben keinen Mehrwert. Wenn jetzt ein Zoo... Ja, also für die Leute, die sagen, hä, aber ich dachte, Zoos sind da, um die Art zu erhalten, weil ich weiß nicht, ob das jetzt noch großartig angesprochen wird, aber ich möchte das nur irgendwie vorwegnehmen, falls das nicht mehr kommt. Ja, die Grundidee zu sagen, hey, man möchte eine Art erhalten, ist ja an sich eine schöne. Jetzt haben wir aber das Problem, dass sehr viele dieser Tiere, deren Art man erhalten will und die man quasi wieder eine größere Population züchten möchte, nie wieder in Freiheit leben dürfen. Und jetzt muss man sich dann hinstellen, wenn man mit dem Wissen, dass die sowieso nie wieder zurückgeführt werden in die Natur, ausgewildert, danke, die können nie wieder ausgewildert werden in die Natur, weil sie einfach so domestiziert sind und so gewöhnt sind, gefüttert zu werden, eine gesicherte Umgebung zu haben und so weiter und so fort, dass die basically nicht können. Die würden halt draußen in der Natur sterben. Und das ist diesen Zoos auch bewusst. Das heißt, sie züchten diese Tiere oder sorgen dafür, dass immer wieder diese Tierart bei ihnen in den Zoos landet. Aber nicht, um zu sagen, hey, damit diese Tiere auch irgendwann mal wieder in Freiheit leben können, weil es einfach nicht funktioniert, sondern um ihren Zoo attraktiv zu halten, damit die Leute halt hingehen. Weil jeder will das süße neue Eisbärbaby sehen. Eisbären wirst du nie wieder auswildern können, weil der Lebensraum komplett für den Arsch ist. Die jetzt in der freien Natur noch leben, die verhungern halt einfach alle. Deswegen muss man sich dann irgendwann so diese moralische Frage stellen, ist es moralisch verwerflich, eine Tierart künstlich am Leben zu erhalten, nur damit man als Menschheit nicht eingestehen muss, dass man es verkackt hat? Weil basically ist es das. Wir wollen dafür sorgen, dass die Eisbären nicht aussterben, weil wir haben den Lebensraum zerstört. Die werden für immer in Gefangenschaft leben, aber wir wollen diese Tierart nicht aussterben lassen, weil wir Menschen wollen uns nicht eingestehen, dass wir es halt verkackt haben. Das Problem haben wir ja mit Windrädern und geschützten Vogelarten. Also, dieser blöde Scheißmythos von Windrädern und geschützten Vogelarten ist halt jetzt mittlerweile schon längst mehrfach widerlegt. Vögel sind intelligent genug, Windrädern auszuweichen. Ja, trotzdem sterben welche dadurch, keine Frage. Aber es sterben viel, viel, viel mehr Vögel durch zum Beispiel Freiläuferkatzen als durch Windräder. Man hat sich diesen Rotmilan, der Rotmilan, man hat den beobachtet, man hat einen Turm gebaut, man hat fucking Tausende Euro investiert, um eine KI zu generieren, die Rotmilane beobachtet. Und siehe da, der Rotmilan kann den Windrädern ausweichen. Also, es wäre egal, ob dort ein Windrad steht oder ein Funkmast oder der schiefe Turm von Pisa. Höchstwahrscheinlich würde, wenn eine Windböe richtig beschissen kommt, der Rotmilan oder der Vogel oder was auch immer, der am Windrad gestorben wäre, dann auch an einem anderen Ding, was da steht, sterben. Also doch welche wegsterben lassen. Was, Vögel meinst du jetzt? Nee, was heißt wegsterben lassen? Es geht ja nicht darum, dass du sie wegsterben lässt. Es geht einfach nur darum, dass der Vergleich halt dämlich ist. Also die Windradgegner, die diese Rotmilan-Scheiße streuen, und denen geht es ja nicht darum, die Vögel zu schützen, sondern die nehmen nur dieses Argument, das eben absolut, sorry, aber so ein Furz im Nichts ist, um gegen Windräder sein zu können. Deswegen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, quasi solche Narrative zu wiederholen. Weil wenn wir darüber reden, dann müssten wir auch darüber reden, alle Katzen einzusperren, langsamer mit den Autos zu fahren und so weiter. Weil wenn es wirklich um den Schutz der Vögel geht, müssten wir ja ganz, ganz, ganz viel andere Themen auch noch mit betrachten. Da geht es ja nicht nur um die Windräder dann. Ne? Was wir eigentlich aussterben lassen müssten, wären zum Beispiel Milchkühe. Ich weiß, das klingt total hart und wenn man sich selber, also ich jetzt als Veganerin bezeichnet, dann klingt das heftig. Aber das sind Qualzuchten. Milchkühe sind Qualzuchten. Auch die Hühner, die Eier legen, sind Qualzuchten. Die wurden so lange gezüchtet, bis sie einen absolut unnatürlichen Amount of was auch immer produzieren. Die leiden einfach ihr ganzes Leben lang. Und da muss man sich halt fragen, ist das ein Leben oder ist das einfach nur Leid? Und das muss man sich ja dann ab einem gewissen Punkt auch bei den Tieren im Zoo fragen.
wenn ihr Leben daraus besteht, auch in zukünftigen Generationen, dass sie für immer eingesperrt sind oder sein werden, ist das dann ein lebenswertes Leben oder ist das dann basically einfach nur Menschen bestimmen darüber, über die Existenz und nicht über die Qualität des Lebens? So Befürworter, der eventuell in Wuppertal einige Mails geschrieben hat im Vorhinein, jetzt sagen würde, ja, aber es ist ja Artenschutz und wir helfen den Tieren ja, sonst würden die sterben oder gewildert werden oder so. Was würdest du denen vielleicht entgegnen? Ich denke immer, Artenschutz funktioniert halt auch ohne Tiere einzusperren. Und das zeigt Robert ja auch, ne, dass wir vor Ort Artenschutz machen. Wir können aber definitiv Nachzuchten in Zoos beenden. Wir können vielleicht mal an die Zoos rantreten und fragen, was ist denn mit dem Thema Artenschutz? Warum habt ihr nicht hunderte Amphibien, Würmer und was weiß ich, die wirklich für die Biodiversität und den Artenschutz gut wären, eben nachzuzüchten, sondern wir haben die meisten Tiere, 80% in Zoos, sind eben nicht vom Aussterben bedroht. Es sind nur Besuchermagneten und ich sage, das ist schon mal ein Anfang. Eisbären gehören nicht in Zoos, Großkatzen gehören nicht in Zoos, kein Tier gehört in Zoos, aber irgendwo muss man anfangen. Deswegen glaube ich, wäre es gut mal zu sagen, gerade Exoten, Großkatzen etc., die eben auch die klimatischen Bedingungen hier nicht gewohnt sind, da mal Nachzuchtverbot zu haben, das fände ich schon mal einen guten Schritt. Also würdest du Ja, alles, was er sagt. Ja. Weil da geht es basically nur um Geldmache. Bei uns gibt es einen kleinen Park, der ist ein bisschen creepy. Da hängen halt nachts gerne Leute ab, die Alkohol konsumieren. Und das sollen die auch. Da sollen sie ihren Platz haben, ist scheißegal. Aber Leute, die daran vorbeigehen müssen, finden das halt gruselig, weil es nicht beleuchtet ist. Also gab es die Diskussion, ob man wenigstens indirektes Licht, also quasi so unter die Bänke, damit ein bisschen Licht da ist, hinpackt, damit es nicht ganz so gruselig aussieht. Der hat die Stadt das auch vom Tisch gewischt, weil dort auch Fledermäuse fliegen und die Fledermäuse sonst irritiert wären vom indirekten Licht. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, was Fledermäuse angeht, aber ich glaube, Fledermäuse interessiert so ein bisschen indirektes Licht unterhalb einer Bank weniger als eine Gruppe betrunkener Männer. Aber was weiß ich schon. Das nicht zu tun bringt halt leider kein Geld ein, deswegen ist nicht von Interesse. Ja, Geld spielt immer eine Rolle, traurigerweise. Wir wünschen, dass es einfach gar keine Zoos mehr auf der Welt gäbe. Das können wir über alle diskriminierenden Themen sagen. So, ne? Das von heute auf morgen wird das nicht passieren, aber diese Zeit, die wir dafür brauchen und die Aufklärung ist, glaube ich, der Zweck dafür. Ich bin der Meinung, was bringt uns das letzte Tier seiner Art hinter Gittern, was Verhaltensauffälligkeiten zeigt, was sich gar nicht so verhält, wie es sich in freier Natur verhalten würde, dann es leidet ja nur. Ne? Sollte man lieber vor Ort investieren, vielleicht auch in Schutz, dass man Ranger ausbildet, Ranger bezahlt, die dann wiederum Schutz bieten für die Tiere dort vor Ort. Ne? Ich glaube, gerade wichtig hier mit ganz vielen Menschen zu zeigen, dass viele Menschen auch gegen diese Zoos sind. So, wir werden da so gesellschaftlich, wird uns das antrainiert, dass das was Normales ist. So. Ich bin früher als Kind in den Zoo gegangen und ich fand es schön. Aber wenn man mal ein bisschen ins System reinschaut, ist nicht schön. Die Antwort ist, glaube ich, jedem klar, man will es nur nicht hören. Die Antwort ist natürlich, vegan zu leben. Und auch wenn man den Schritt nicht gehen will oder nicht schafft, kann man zumindest versuchen, bewusster zu leben. Und natürlich bin ich kein Fan davon, zu sagen, lebt bewusst und vegan sein ist egal. Ich sage, werdet am besten vegan und beschäftigt euch zumindest mit dem Thema. Setzt euch auseinander, was das Leid der Industrie bedeutet. Und so kann jeder einen riesen Teil dazu beitragen. Wenn jetzt Zuschauer sagen, ja Mann, du hast voll recht, Caro hat voll recht, was soll die Person machen, um vielleicht im Kleinen was zu verändern? Was kann man machen als normaler Mensch in Deutschland, der nebenbei irgendwie Tieren helfen will oder zumindest so wenig Tieren wie möglich schaden will? Also wenn es jetzt um Zoos geht, natürlich erstmal nicht in Zoos gehen. Das wäre ein guter Anfang. Laut werden für Tiere. Also ich höre aber schon irgendwo ganz, ganz weit entfernt, höre ich Leute sagen, wie soll ich denn dann meinen Kindern Tiere beibringen? Ich kann nicht auf Zoos verzichten, das ist lebensnotwendig für mich. Ich glaube, soziale Medien spricht für sich und einfach hingucken. Kinder lieben Dinos. Was haben denn Dinos mit Zoos zu tun? Dann geh doch in so eine blöde Dino-Ausstellung, wo irgendwo Plastikdinos in der Walachei rumstehen. Hä? Was haben denn Dinos mit Zoo zu tun? Die sind fucking dead.
Seit ein paar Millionen Jahren, glaube ich sogar schon. Bewusster sein, Augen offen halten für Tiere. Das ist gar nicht so schwer. Das fängt bei Tauben an und hört bei allen anderen Tieren auch auf. Ansonsten hat Aktivismus natürlich super viele Gesichter. Ne? Also selbst der Online-Aktivismus, Dinge teilen, immer wieder die Leute darauf aufmerksam machen. Das funktioniert halt auch online. Wenn man Bock hat, auf Demos gehen, zu Mahnwachen gehen, sich schlau machen, was gibt es in der Gegend für Organisationen vielleicht oder für Veranstaltungen oder einfach auch selber was auf die Beine stellen. Ne? Ganz kurz persönliche Frage, wie bist du auf das Thema gekommen? Warum engagierst du dich dafür? Warum ist das dein Thema? Auf das Thema bin ich eigentlich gekommen. Ich bin ja... Es geht ganz schön ab. Ja, die hätten sich auch einen besseren Ort dafür suchen können. Aber gut, ist halt eine Demo, ne? Ist halt laut. Es ist echt laut hier. Ich weiß nicht, ob man es so wahrnimmt, aber es ist wirklich laut. Es ist krass, Robert ist schuld, weil er gerade ein Insta-Reel macht. Mann. Ja, Robert ist jetzt gerade auf die Bühne, jetzt geht's richtig ab. Ich bin ja normalerweise eher Leute mit Glatzen und Fettnäpfchen, die erste. Leute in Bomberjacke und Reichsflagge gewöhnt. Also bisher auf keiner Demo warst du laut wie hier, meine ich wirklich ernst. Und das ist ein richtig gutes Zeichen. Ja. Mega. Und da waren teilweise auch über 1000 Leute dabei, die da für das Ende unserer Menschlichkeit demonstriert haben. Du musst dir vor allem mal überlegen, dass hier die Leute hatten ja Angst, was hier jetzt mit Wuppertal passiert, wenn die Leute kommen. Ich habe ein witziges Kommentar gelesen, wo jemand geschrieben hat, der Platz wird nachher sauberer, als er vorher war. Weil die Leute, die hier sind, das sind anständige Menschen, die wollen was Gutes, die tun was Gutes für unsere Erde. Und deswegen ist es hier ein geiles Ding und wird auch nachher friedlich enden, so wie es die ganze Zeit schon ist. Es ist mega. Hä, was soll denn passieren, dass die sich gegenseitig die Schnauze einhauen oder was? Hä? Hallo, das ist eine Demo gegen Zoos. Moshpit dann einfach später, ne? Mega. Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum das jetzt hier ist, aber der eigentliche Grund sind ja die Tiere. Und deswegen habe ich jetzt auch mit Malte und auch mit dir hauptsächlich über die Tiere gesprochen, weil mir das auch am wichtigsten ist. Aber wie bewertest du die ganze Situation in Wuppertal? Ist das perfekte Beispiel für den Streisand-Effekt, dass jetzt so viele Menschen hier sind und ja genau das quasi erreicht wird, was vielleicht mit dem Vortrag nicht mal erreicht worden wäre, nämlich eine viel größere Sensibilisierung. Was ist vielleicht deine Meinung dazu? Ist das ein Schuss ins eigene Knie? Da wird der Wuppertaler Zoo gesprengt am Ende. Ja. Ich glaube, es gibt Leute in Wuppertal, die sich gerade ziemlich ärgern über die Entscheidung, die sie getroffen haben. Und wenn man ehrlich ist, das ist für die Sache natürlich jetzt... So vielen Leuten sieht das nicht aus. Ich weiß nicht ganz, wie viele da waren. Hat jemand Zahlen, wie viele Menschen das waren? Also ich meine, hier oben stehen auch noch welche. Hier oben so entlang, hier unten auf dem Platz. 2000. Ja, das ist doch ordentlich. Also für fucking Wuppertal, sorry, aber ich weiß nicht mal, wo fucking Wuppertal liegt. Aber für eine Tierrechtsdemo, wie der Sander sagt, ist das tatsächlich ziemlich groß. Weil sonst interessieren sich halt wenig Leute für Tiere, you know? Viel besser, als der Vortrag es gewesen wäre. Hey, vielen Dank fürs Interview und dass ihr das hier alles macht. Ich habe auch übrigens dem Typ da geschrieben, diesem Älteren, eine Mail, Interviewanfrage, mal gucken, was macht. Bin gespannt. Ich bin gespannt, danke dir. Danke. Danke, Caro. Soll ich die Frage noch beantworten? Ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich mache seit 15 Jahren Musik und ich habe dann irgendwann angefangen, so diesen TikTok-Algorithmus für mich zu nutzen, auf verschiedene Videos reagiert, soziale Missstände und so und darauf dann einen Rap gemacht. Und dann bin ich zufällig irgendwann auf ein Video gestoßen von einem Löwe, der im Zirkus eine Dompteur anfällt und wollte dazu was sagen. Und so hat es angefangen. Dann kamen die Kommentare, hey, aber da musst du auch was gegen Zoos sagen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gesagt, ja, Ja, also sorry, aber jeder, der in den Zirkus geht mit Tieren, den kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Also egal welches Tier, ne? Es gibt ja jetzt auch so Verbote von Zootieren, von exotischen. Dann nehmen die halt jetzt Hunde oder Katzen. Es geht nicht darum, dass da ein Hund ist, dem mal irgendwie Stöckchen holen beigebracht wird oder so. Das ist es ja nicht. Das Problem ist ja, dass die ja funktionieren müssen. Wir alle wissen, wie ungerne, so manch einer zumindest, ungerne arbeiten geht. Vor allem, wenn es einem vielleicht auch an dem Tag generell nicht so gut geht. Und jetzt stellt euch vor, dann steht aber trotzdem jemand mit einer Peitsche hinter euch oder oder kneift euch jedes Mal in den Nacken, damit ihr eure scheiß Arbeit macht. Dann könntet ihr jetzt nicht, so wie ihr hier sitzt, den Arbeitszeitbetrug begehen, sondern es würde ständig jemand hinter euch sitzen, der arbeite. Wäre auch nicht geil, oder? Ausbeutung bleibt Ausbeutung, das ist richtig. man eigentlich berechnet weiter bis zum Tobi. Veganismus, Massentierhaltung, Gute alles. Besserung. Und so bin ich dazu gekommen, also eigentlich durch die Musik. Alles klar. Ey, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du hier deinen Beitrag leistest und danke auch für das Interview. Danke, dass ihr hier seid. Cooles Statement. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, mach's gut.
Danke. Ja, fand ich sehr gut, fand ich sehr stabil. Mal gucken, ob wir Robert auch noch bekommen, aber ich gebe nicht auf. Ist das nicht wegweisend und schön? Alte Freiheit in die Richtung des Zoos. Ich glaube zumindest, dass der Zoo in die Richtung ist. Und die neue Freiheit ist die Anti-Zoo-Richtung. Sehr nice. Da kommen mir fast die Tränen, so schön ist das. Wow. Shoutout an Basti G. Shoutout an seinen Friseur. Wie kann man das so verkacken? Entschuldigung für die Person, die da steht. Komm zu mir, ich mach dir die Haare schön. AG, einfach hier mit der Community gegen Zoos. Das ist verrückt. Fuck zoos, fuck aquariums, until every cage and every tank is empty. So nämlich. Seht ihr das? Habt ihr eigentlich schon mal ein Demoschild gebastelt? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Demoschild gebastelt. Robert geht uns fremd mit irgendeinem Fernsehsender. Ja, Robert, ne? Immer die großen Medien. Was ist denn mit den Kleinen? Was ist denn mit uns? Ja? Wir kommen nicht immer durch den Zaun. Ich bin schwerst enttäuscht, aber wir kriegen dich noch. Du kommst uns nicht davon, mein Lieber. Der Mann kommt einfach auch in Shorts. Das finde ich geil. Das ist der Tattoo-Flex. Riesig, verdammte Scheiße. Grüße. Ach, das hört er bestimmt bei jedem. Mein Gott, bist du groß. Ich soll dich als allererstes von Alex Boos, Rechtsanwalt Alex Boos grüßen. Alter, das ist der Mein Bester, ja. Ja, Grüße zurück, sehr gerne. Der ist extra wegen dir nach Argentinien zu diesem Spot, den ich vergessen habe, gereist. Zu diesem Orca-Spot. Ich weiß nicht, wie es heißt. Puerto Pyramides, es ist ein wunderschöner, Punta Norte ist ein geiler Ort für Orcas. Ja. Cool. Ich traue mich gar nicht, dich zu fragen, weil wahrscheinlich eine extrem unflätige Antwort kommt. Aber was ist deine Meinung zu Zoos? Ich bin doch nicht unflätig, wer sagt denn sowas? Also meine Meinung zu Zoos ist, die müsste man langsam mal verändern. Und ich glaube, das Hatte 1, wie Fritze Merz Saschos fischt? Bitte? Ach, du hattest ein Demoschild, auf dem Friedrich Merz Faschos fischt. Ich war gerade so, bist du im falschen Chat? Aber ich habe ja tatsächlich eine Frage gestellt. Sorry, ist nicht deine Schuld. Das könnte heute so ein guter Startpunkt sein, dass man einfach feststellt, dass nicht ich der Meinung bin, ganz alleine, sondern dass viele Menschen der Meinung sind. Zoos müssen sich jetzt verändern. Zum Wohl der Tiere. Alles andere wäre sehr egoistisch von euch. Wie nimmst du das wahr? So viele Menschen. Also ich bin ja normalerweise auf Nazi-Demos unterwegs. Ja? Und ich, Aber nicht als Teilnehmer. Doch. Nein. Digga. Ich mache da so ein bisschen Anti-Extremismusarbeit. Nicht ganz gut. Und jetzt das erste Mal hier auf sowas aufmerksam machen, weil ich glaube, Granate. viele von den Zuschauern haben davon auch noch nicht so die Berührungspunkte, genauso wie ich. Wie nimmst du die ganze Demo hier wahr, dass so viele Menschen hier wegen den Tieren und natürlich ein bisschen wegen dir... Nee, er ist auf Nazi-Demos. Also eigentlich sein YouTube-Content, dass er auf Nazi-Demos geht und die Nazis interviewt. Und diesmal ist er aber dort. da sind. Ein bisschen nur wegen mir, aber die Tiere stehen hier im Vordergrund. Ich finde es krass, weil ihr müsst euch mal überlegen, größte Zoo-Demo, die es bisher in Deutschland ever gab, 200 Leute. Und hier stehen jetzt 3, 3,5, 4 vielleicht. Das ist krass. Für mal eben schnell. Mal eben, ey, wir machen eine Demo, es war nicht geplant, es war nicht großartig organisiert. Ich finde es krass. Und alle sind nett, alle haben geile Banner und Schilder dabei, die Leute sind super entspannt. Ich finde es richtig geil. Und obwohl ich sowas nicht mag, also die Masse an Menschen, fühle ich mich sehr wohl, alles okay. Ist geil. Sehr nice. Wenn jetzt Leute sagen, okay, ich hatte keine Ahnung von Zoos und dass es ein Problem ist, was kann jeder selbst verändern, dass er entweder den Tieren was Gutes tut oder einfach Tieren so wenig Leid wie möglich zufügt? Ja, das grundsätzlich ist ziemlich einfach. Man sollte Tiere nicht ausbeuten. Ob auf deinem Teller, als Haustier oder im Zoo. Das könnt ihr euch merken. Ausbeuten ist eine schlechte Idee. Man sollte Tiere und Tiererechte respektieren. Was jeder selber tun kann, ist zum Beispiel einen Blühstreifen stehen lassen, den Balkon begrünen, die Ernährung umstellen, vielleicht nicht mehr ins Zoo gehen und sonst Artenschutz vor Ort unterstützen. Das wäre so die Idee im Schnelldurchlauf. Aber es gibt so viele Punkte, wo man Tiere schützen kann. Und das macht ja immer Spaß. Das ist ja gut für einen selber, ist für die Tiere geil, es macht immer mehr Spaß. Ja. Und man macht das für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Wenn man Tiere und Lebensräume schützt, das macht man nicht für sich persönlich, das macht man für jede Person. Egal, auch für die Nazis. Ja, dann müssen wir damit aufhören, weil niemand will was für Nazis machen. Letzte Frage. Ich habe tatsächlich vorhin dem Herr Hensel auch eine kleine Interviewanfrage geschickt. Und, was hat er gesagt? Noch nichts, aber ich Er hat ja gebe nicht kein auf. Dialogangebot mit dem Zoo zusammen gemacht. Das wundert mich. Ich hoffe darauf, ja. Was hast du vielleicht dem Herrn Hensel noch insgesamt zu sagen, auch mit den ganzen Menschen im Hintergrund? War das eine gute Idee, der Stadthalle Wuppertal Wow, das ist ein cooles Bild. diese Nachricht zu schicken? Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Bruno Hensel, dass du all das möglich gemacht hast. Ohne dich hätten wir das hier heute nicht so machen können. Danke schön, Bruno. Wirklich vielen Dank, Bruno, und vielen Dank an den anderen kleinen Meinungsblogger. Schön in die Wunde rein.
Danke. Okay, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Viel Erfolg noch, ciao. Hier sind wir nun, knapp eine Woche später, die Fristen sind verstrichen und leider keine Antwort von Bruno. Bei einem süßen Feini wird aber auch der harte Nazi weich. Ja, bei einem Schwein aber dann wieder nicht mehr. Und das, obwohl ich ihm wirklich einen wundervollen, umfassenden und spannenden Fragenkatalog von ganzen 6 Fragen zugesandt habe. Haben Sie sich an die Mitarbeiter der historischen Stadtteil Wuppertal gewandt? Wenn ja, wie stehen Sie zu Robert Mark-Lehmann? Kritiker sagen, dass man eine Kritik an Zoos, eine sachliche, generell zu Zoos, welche Gründe... Okay. Komisch, dass er sich dazu nicht äußern möchte. Das wäre ja seine Möglichkeit gewesen, sich im Wuppertal-Fall rechtfertigen zu können und generell seinen Support für Zoos erklären zu können. Aber dann schauen wir uns einfach gemeinsam statt Brunos Statement etwas viel Spannenderes an. Und zwar, was die Teilnehmer der Demo, die einfach so dazugekommen sind, so gesagt haben. Viel Spaß. Oh, hallo, du Süßmaus. Na, wer bist du denn? Wo der Hund nicht hin möchte? In den Zoo. Warum will er da nicht hin? Er fühlt sich so fürchterlich ausgestellt. Was spricht für Sie noch gegen Zoos? Warum sind Sie heute hier? Weil das Gleiche für alle anderen Tiere gilt, ne, die besser in der freien Wildbahn wären als im Zoo. Vielen Dank. Hi Alex. Gänsehoden. Wie geht's dir? Ganz gut, na, wie läuft's? Du bist im Video drin. Ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Oh, wie geil, von wem? Weißt du von wem? Einmal darfst du raten. Oh, nicht von Robert, oder? Doch, von Robert. Ist auf Kamera. Wir haben es geschafft. Oh, wie war's denn? Vielen Dank. Ja, wir haben kurz geredet und ich habe sogar Grüße ausgerichtet und gesagt, dass du für ihn in Argentinien warst. Und ich habe gesagt, an irgendeinem so Ort in Argentinien, ich habe vergessen welcher, er wusste direkt. Spitze, du bist der Beste, ey, wie geil. Wie viele Leute sind denn da oder waren denn da? Weiß man das? Ich bin mal bei einer Demo hier in Leipzig mitgelaufen, die am Zoo vorbeiging. Basically waren da Menschen, die das gesehen haben und die sich dann hingestellt haben. Quasi, es waren Familienväter, die mit ihren Kindern da standen und den Demozug vorbeilaufen sehen haben und den Demozug angebrüllt haben. Ihr seid alle solche Loser! Lasst die Leute doch in den Zoo gehen! Und daneben standen dann einfach die Kinder, so mit 2 oder 3. Ich würde mal schätzen, so 3.000, 4.000. Ja, super. Perfekt, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Du musst sofort alles schneiden und hochladen, oder? Ja, ich habe als allerersten Satz habe ich sogar gesagt, hier Grüße von Alex Boos. Er wusste direkt, wer du bist. Was? Oh, ich muss mich setzen, ich will ja schon. Ich habe noch nie so einen glücklichen Menschen gesehen. Ja, spitze. Danke, hallo Kamera. Okay, was führt dich? Du hast gerade gesagt, du bist... Digga, hat der ein fettes Objektiv. Maschallah. bist Tierfotograf, motiviert dich hierher zu kommen und gegen Zoos einzustehen. Ich bin Tierfotograf Guckt euch dieses Riesending an. geworden, eben weil ich Tiere sehr mag. Ich war am Anfang auch sehr lange im Zoo und habe im Zoo Tiere fotografiert, weil die eben leichter zu finden waren. Ich hatte gute Fotos. Was ist los, Märchenstunde? Bist du auch so verwirrt, weil du noch nie so ein langes Ding gesehen hast? Motive so, aber dann habe ich irgendwann verstanden, nee, ist eigentlich nicht richtig da, was wir mit den Tieren machen. Wir sperren die ein, wir berauben sie ihrer natürlichen Verhaltensweisen. Also ich verfolge Robert Mark-Lehmann schon recht lange und er hat mich einfach so ein bisschen aufmerksam gemacht, warum Zoos jetzt nicht unbedingt geil sind. Und dann kam halt dieser Aufruf heute, die Sache mit der Wuppertaler Stadt. Da gab es ja dass er zensiert werden sollte, sage ich mal. Und ich wohne in Köln und dachte ich mir, komm ich vorbei, ist so eine Stunde Fahrt und deswegen bin ich heute hier, ja. Ohne Scheiß, woher kenne ich dich, mein Freund? YouTube? Ja? Von Linksradikaler. Naja, gut. Ohne Scheiß, wenn da so ein Bild um dich rum ist, dann wirkst du kleiner. Was Naja, ist das Problem? Ich glaube, dass ähnlich wie Menschen Tiere nicht gern eingesperrt sind und dass viele Argumente, die wir gehört haben, warum Zoos noch existieren, ein bisschen vorgeschoben sind. Was für genaue, vielleicht explizite Probleme gibt es bei Zoos? Welche Argumente sprechen gegen Zoos? Naja, ich denke, man sieht auch mit gesundem Auge oder man muss nicht sehr naturkundig unterwegs sein, um zu sehen, dass so ein Tiger vielleicht ein bisschen mehr Platz braucht, als ihm zur Verfügung steht. Und man sieht auch viele Tiere, die einfach im Kreis laufen. Das steht auch auf unserem Schild. Das ist auch kein gesundes Verhalten. Warum will man denn mit einem Kind in den Zoo gehen, um dem Kind dann so einen Löwen zu zeigen und zu sagen, guck mal, das ist ein glücklicher, stolzer Alpha-Löwe. So einer wirst du auch mal. Und
und deswegen sind wir dagegen und dafür sind wir heute hier. Also ich finde immer, man muss gucken, warum gibt es überhaupt Zoos? Ne? Also das ist ja auch das, was Robert so häufig argumentiert. Zoos sind ja für Bildung da, für Forschung, für Artenschutz, das wird ja immer oft argumentiert. Aber wenn man mal auf die Zahlen guckt, vor allem Richtung Artenschutz und so, dann ist das eher mau, was die Ergebnisse sind am Ende des Tages. Und deswegen, wenn man dann drauf guckt, wie die Tiere gehalten werden und was da teilweise für Praktiken abgehen, ist das, glaube ich, nett negativ, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. So ein Löwe, der die ganze Zeit im Kreis läuft, das gehört sich einfach nicht. Und inzwischen fotografiere ich noch draußen in der Wildnis, dann halt lieber die heimische Vielfalt, die wir haben. Wir haben ja selber in Deutschland auch etliche Tiere. Die meisten haben auch Löwen. Wer kennt ihn nicht, den deutschen Löwen? Sind auch ganz viel auf Instagram unterwegs, die deutschen Löwen. Menschen wissen gar nicht mehr, was für eine schöne Natur wir noch haben. Und deswegen gehe ich raus und fotografiere die lieber. Ja, es heißt nicht, dass ich mich jetzt über ihn lustig mache, ne? Ich finde das toll, dass man sagt, jo, okay, ich werde auch nicht im Zoo gehen, um ein Tier zu fotografieren, ne? Dort, anstatt im Zoo eingesperrte Tiere mir anzuschauen. Willst du mir 1, 2 Bilder von dir schicken und wir blenden dir jetzt ein? Wir können auch deinen Insta-Namen einblenden oder so. Oh. Seid ihr wegen Robert Mark Lehmann da oder seid ihr wegen den Zoos da hauptsächlich? Wir sind hauptsächlich wegen der Zoos da. Nicht nur unbedingt bezogen auf Wuppertal. Ich meine, Zoos gibt es auch in anderen Städten und dort sind die Haltungsbedingungen ähnlich, sagen wir mal fragwürdig. Was hat euch vielleicht motiviert, gerade in dem Thema aktiv zu werden? Ich meine, es gibt sehr viele Themen, es gibt sehr viele Felder, in denen man sich irgendwie beschäftigen kann. Warum Zoos? Warum Tiere? Was begeistert euch daran? Remember in Berlin vor 2 Jahre ist das her? Hier in Leipzig haben mal irgendwelche Trottel aus dem Zoo einen Affen geklaut, ein Kapuzineräffchen, und das haben die irgendwie nicht halten können und dann ist der halt ausgebüxt. Das Kapuzineräffchen konnten sie dann wieder einfangen und haben dann jetzt mittlerweile auch endlich herausgefunden, wer den Affen geklaut hat. Also die sitzen jetzt im Gefängnis. Man muss den Tieren die Stimme geben. Sie können halt nicht für sich selber reden. Vielen Dank, cool, dass ihr hier seid und danke für das Interview. Hat Robert Mark Lehmann irgendwie eine Rolle auch dazu gespielt oder Ja, wie kommst du, dass du jetzt heute hier bei Roberts Demo bist, weißt du? Ja, er hat tatsächlich eine Rolle gespielt. Also ich war am Anfang sehr in der Survival-Szene, habe da viel mir angeschaut, bevor ich vegan wurde. Dann wurde ich nicht durch ihn vegan, aber durch ihn habe ich auch verstanden, dass auch Zoos problematisch sind. Habe ich mich natürlich dann unabhängig von ihm noch mit dem Thema Ethik ein bisschen mehr beschäftigt und auch dann die anderen Gründe, warum man vegan lebt und so, mich damit ein bisschen beschäftigt. Aber ja, dadurch kannte ich ihn. Ich glaube, es gibt kaum einer, der ihn nicht kennt in der veganen Szene. Da dachte ich mir, komme ich einfach mal heute vorbei, ein paar Fotos machen. Das war so der Plan. Das ist meine Lebensversicherung, sonst habe ich da auf den anderen Demos ein Problem, aber hier fühle ich mich ganz wohl. Ja, finde ich geil, Alter, auf jeden Fall. Mir wurde gerade gesagt, dass du Tierpfleger warst. Richtig. Und jetzt keiner mehr bist. Richtig? Wie kamst du dazu? Das Ding ist, faktisch ist so, ich habe damals den ersten Stream von Robert Mark Lehmann geguckt, zusammen mit Fritz Meinecke, in dem er all seine gesamten Geschichten erzählt hat. Da ging es dann darum, wie viele Fische, also ich glaube, das waren 70% der Fische, die wild gefangen werden und zu Hause nicht mehr ankommen. Also hier in den Aquarien, also nennen wir es mal zu Hause. Aber um noch mal ganz kurz auf die Stadthalle Wuppertal einzugehen, was hältst du von der ganzen Situation, was da mit Robert abgezogen wurde? Bist du da eher im Team Robert oder eher im Team, wer ist da nochmal, Bruno Hensel? Hä, was ist das denn für... Also das ist doch selbsterklärend, oder nicht? Also ich war auch so ein bisschen zwiegespalten, weil... Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Soundboard und könnte es einspielen. Es ging auch darum, dass man den Leuten aber so einen kleinen Vortrag hält und der Teil über Zoos, der war ja auch eh nicht so lange, diesen Vortrag. Aber prinzipiell bin ich schon dafür, dass man immer quasi auch kritisieren kann. Es darf ja nicht unter die Gürtellinie gehen, aber wenn es nur Kritik ist, sollte man damit schon umgehen können, finde ich. Auch als Stadt. Ne? Aber ich verstehe auch den Interessenskonflikt von Stadt und Zoo, weil die sind ja so eng miteinander verbandelt. Cool, ich verstehe den Interessenskonflikt auch, aber ich unterstütze den Interessenskonflikt nicht. Ich nehme jetzt mal an, für die Stadt ist der Zoo halt einfach, hey, es bringt uns Geld ein und Touristen, also basically Geld. Das ist halt das, was die Stadt interessiert, ne? Dass du hier bist und vielen Dank, das war's schon. Ja klar, danke auch. Ey, sehr cool, dass du da bist und dass du deine Meinung hier gesagt hast und dass du von Zoos zu freien Tieren umgeswitcht bist. Ja. German Leftist, gerade größere Fische fressen manchmal Guppies oder Teile von Guppies aus Langeweile. Also ich hatte auch mal ein Aquarium, als ich ein Teenager war. Ich hatte darin 2 Kampffische und Guppies und die haben keinen Hunger gelitten, so. Aber die haben halt basically die Guppies gefressen, weil denen langweilig war. Gibt ja in Deutschland noch ein paar, ne? Man unterschätzt es, ne? Wir haben zum Beispiel Wildschweine in Deutschland, die kann man eigentlich auch recht gut, wenn man die findet. Man muss ein bisschen aufpassen, aber eigentlich kann man die an sich sehr gut fotografieren. Rothirsche, wir haben Rehe direkt bei mir im Wald, da kommst du ja auch an 5 Meter ran. Da könntest du auch einfach mal mit der Familie in so einen Wald gehen oder Vögel. Da gibt es etliche Orte, wo man die super beobachten kann. Einfach viel besser. Auf einer rechten Demo zum Beispiel hast du auch ganz viele Vögel. Als ins Zoo zu gehen.
Und sogar hier so halbe Bisons, Wiesente oder wie die Dinger heißen, oder? Wir haben leider keine in der freien Wildbahn mehr. Also wir hatten eine Zeit lang im Rothaargebirge welche Freilebende, aber jetzt auch, soweit ich weiß, sind das auch wieder eingesperrt, eben weil es Probleme mit dem Forst gab, mit der Forstwirtschaft. Aber prinzipiell gibt es auch größere Tiere bei uns. So ist es nicht. Sehr korrekt, danke dir. Und ich habe viele Jahre in Wuppertal gelebt, mein Beileid. Ich war einmal in der Grundschule, da hat mir damals auch schon gereicht. Gab es auch immer wieder Konzerte im Zoo. Den Wirbel, den Wuppertal und diesen Zoo machte. Kenne ich schon seit der Kindheit furchtbar. Bleibt einfach bei der Schwebebahn. Warum hält man denn ein Konzert im Zoo? Reicht es nicht, wenn man die Tiere durchs Einsperren schon genug stresst? Kann man noch einen draufsetzen und sagen, jetzt auch noch laute Geräusche, let's go! Ich habe angefangen nachzudenken. Bei mir das ist immer gut. So, ich bin selber Tschüss, Tierpfleger, ich habe richtig geile Projekte gehabt, indem ich habe auf der Arbeit gewohnt, ich hatte Hirschziegen, Antilopen, Kapibaras, ich hatte Kraniche, alles um mich rum. Und egal, wen ich eingeladen habe, ob das Freunde, Familie oder Leute, die ich neu kennengelernt habe, die haben immer gesagt so, wow, Bruder, du wohnst im Paradies. Ja. Dein Leben hätte ich gerne. Was ich aber festgestellt habe, ist die Tatsache, dass ich lebe nicht im Paradies. Weil wenn ich morgens aufgestanden bin, war das so, dass ich habe gesehen, dass zwei Tiere, die auf einer zu engen Anlage zusammengestanden sind und nur aufgrund dessen, weil ein Weibchen da war, wo die beide ran wollten, sich bekämpft haben, verletzt haben und dadurch dann offene Wunden, Eiter, was auch immer entsteht. Und ich muss tagelang dafür sorgen, dass alles irgendwie in die Biege kommt. Aber es kommt nicht. Also ob ich 14, 16, 18 Stunden arbeite, es ändert nichts an der Problematik, dass dieses ganze Grundkonzept von Zoo, von Tierhaltung, von allem einfach komplett scheiße ist. Und ja, genau. Und deswegen kann ich sagen, Robert Marc Lehmann hat mir quasi gezeigt, Bruder, lass dir nicht sagen, dass alle sagen, du lebst im Paradies, weil der Teufel verlangt immer eine Gegenleistung. Ja, toll. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dementsprechend habe ich das Ganze gequittet und dementsprechend bin ich jetzt raus. Das wahre Paradies ist da, wo die Tiere halt ursprünglich leben, ne? In Freiheit. Richtig. Ja. In der Wildnis. Und das kann man auch mitnehmen, indem man sich Dokus anschaut, indem man sich Videos dazu anschaut, indem man selber die deutschen Wälder bereist, das kaum noch jemand macht und so weiter. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Mein Bruder hat nicht gecheckt, dass gefilmt wird. Mein Neffe ist 3 Jahre. Ich frage meine Schwester seit 1,5 Jahren, wann ist der alt genug, damit ich mit denen mal für 2 Nächte in den Wald gehen kann. Einfach nur, um mir zu zeigen, guck mal, das ist ein Ameisenhügel. Ja. Und guck mal, da vorne, das ist ein Hirsch. Und was wir heute Nacht gehört haben, das war auch der Hirsch, das war der gleiche. Ja. Ne? Und ich warte auf diesen Moment, um mir das zu zeigen, weil du brauchst kein Löwe, Tiger, du brauchst kein Elefant oder Giraffe in Gefangenschaft, weil ein scheiß Ameisenhügel am Boden ist für ein Kind mindestens genauso spannend und genauso interessant. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und was lernt man? Ein Tiger mit Verhaltensstörungen, das ist ja, man lernt ja im Endeffekt weniger. Den macht den ganzen Tag, weißt du? Nein, geht nicht. Man bekommt sogar ein falsches Bild von Tieren und lernt im Endeffekt als Kind sogar eventuell weniger oder weiß weniger oder hat ein falsches Bild. Was würdest du sagen, wenn jetzt die Leute sagen, Alter, die Demo hier hat mich bewegt, hat auch was in meinem Kopf ausgelöst, vielleicht wie das Video von Robert Marc Lehmann oder der Stream. Was können die Leute machen, um Tieren von jetzt auf gleich weniger Leid zuzufügen oder irgendwie sogar den Tieren was zu helfen? Also, es fängt ja alleine schon damit an, sag ich mal, Zoos gar nicht erst zu unterstützen. Und guck mal, ich bin selber Raucher. Ne? Ich bin da nicht stolz drauf, aber es ist so, wenn ich meine Zigarette ausmache, dann mache ich die Glut ab und stecke mir den Zigarettenfilter in die Hosentasche. Ja, oder es gibt auch, wer das nicht möchte, Portable Aschenbecher. Okay, aber wilder Schlag? Ich pack ihn dann später in die Mülltonne, wenn ich da bin. Also lass uns doch unseren Planeten, so wie der ist, einfach mal quasi erhalten. So, weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt so viele Sachen, die wir machen können. Ne? Sei es, schmeiß deinen Müll nicht weg, sei es, behandle deinen Hund gut. Weißt du, weil auch dein Hund hat Gefühle. Und dein Hund will geliebt, respektiert, gekuschelt und gespielt werden. Cool. Ey, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Hey, hat mich auch sehr gefreut, ja? Sehr nice. Ich hoffe, ich konnte irgendwie weiterhelfen. Voll. Ich wette, du hast da Leute draußen erreicht und hast doch bei denen irgendwie einen Denkanstoß weitergegeben. Ich war mega freuen. Ja, sehr cool. Geile Sache. Ohne Scheiß, Leute, eine kurze Message an die Kamera. Wir haben nur diesen einen fucking Planeten, ne? Und an jeden von euch da draußen, ob er selber Kinder hat, ob er jemand kennt, der Kinder hat, wir wollen doch, dass die Kinder diesen scheiß Planeten weiterhin beleben können, oder? Also, lass uns ein bisschen mehr Respekt haben. Das ist meine Bitte an alle da draußen. Respekt vor unserem Planeten. Und dann können wir alle blühen. Gemeinsam. Based. Und mit dem Statement beenden wir das Video. Da muss man nichts mehr hinzufügen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und lasst euch die Worte nochmal durch den Kopf. Kommentare auf meine Scheiße, ne? Damit der Junge was zu kommentieren hat auch, ne? Ist wichtig. So nämlich. Ciao, macht's gut. Hab mich gefreut, mein Freund. Ciao. Gutes Video, wa? Nice. Auf jeden Fall Kommentare auf meinen Scheiß. Nices Video. Ich habe wohl eine Demo verpasst. Du hast die größte
Anti-Zoo-Demo Deutschlands verpasst sogar. Wie kannst du nur? Das war nice, positive Content. Oder gehört auch mal dazu. Einfach auch mal durchatmen. Ja, ich glaube, nicht in den Zoo zu gehen, ist halt so the fucking Minimum, was man machen kann, so, ne? Das ist ja wohl wirklich, wirklich das Mindeste, was man tun kann. Jeden Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag gibt es einen Stream.